Die Spannung steigt wenige Tage noch bis zum Ergebnis der deutschen Bundestagswahl und je näher diese Wahl kommt, je mehr Diskussionen gibt es in den sozialen Medien über eine befürchtete Wahlfälschung, Wahlmanipulation, aber auch Umfragemanipulation. Viele fragen sich, wie ist es möglich, dass in den offiziellen Umfragen die AfD nicht vom Fleck kommt und die CDU trotz aller Ereignisse weiter vorneweg ihre Pole Position ausbaut. Wie ist das alles möglich? Wie ist es möglich und wo sind die tatsächlichen Möglichkeiten einer Wahlmanipulation? Ich möchte bei dieser Sendung heute genauer hinsehen und ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir es in diesen Tagen mit der wohl am meisten manipulierten Wahl aller Zeiten zu tun haben werden. Warum? Sehen Sie in dieser Sonderausgabe von Megawahl 2025. Hey Leute, jetzt wird's richtig schmutzig. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Aber was hier gerade passiert, ist unglaublich. Manipulierte Umfragen, mediale Einheitspropaganda, brutale Zensur. Und das ist erst der Anfang. Auf 1 deckt auf, wie dreckig dieses Spiel wirklich gespielt wird und warum die etablierten Parteien nichts dem Zufall überlassen. Wer hier noch an faire Wahlen glaubt, wird nach diesem Video ganz anders denken. Schaut rein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem haut eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Werden wir hier komplett verarscht oder ist das nur Panikmache? Bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Sehr geehrte Damen und Herren, gleich zu Beginn meine These, es handelt sich um die am meist beeinflusste Wahl aller Zeiten. Warum das so ist, das führe ich in dieser Sendung umfangreich aus. Ein erster wichtiger Punkt ist ein Punkt, der sehr oft und sehr gerne übersehen wird, der aber aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte ist. Denn wir haben es hier mit einer Doppelstrategie des Systems zu tun. Auf der einen Seite gibt es eine geballte, orchestrierte, durchgetaktete Medieneinheitspropaganda der Systemmedien. Das ist die Einheitspropaganda, ob sie auf den Privatsendern ihr Programm konsumieren, ob sie in den Print- oder Online-Medien von Bild bis Welt konsumieren oder ob sie die öffentlich-rechtlichen ansehen. Überall wird die gleiche Globalistenpropaganda gefahren und überall, das zieht sich durch, wird einseitig zu Migration, zu Corona und zur AfD berichtet. Auf der anderen Seite, während diese Propaganda auf die Menschen und auf die Wähler einwirkt, auf der anderen Seite haben wir eine brutale Zensur und Verfolgung von allen Andersdenkenden. Das ist mittlerweile im internationalen Gespräch. Das sorgt international, vor allem aktuell in den USA, für Aufsehen. Die unzähligen Fälle von Hausdurchsuchungen bei Regimekritikern, bei Menschen, die irgendeinen Politiker Schwachkopf nennen. Diese Hausdurchsuchungen sind Thema in den USA, sie sind Thema international, ob in Ungarn, in Russland oder eben in den USA. Und die Zensur wird immer weiter ausgebaut. Diese beiden Punkte muss man am Schirm haben, muss man durchschauen, um zu verstehen, welch enorme Beeinflussung und Manipulation der Wähler in Deutschland in diesen Tagen stattfindet. Die Erhebungen zur amerikanischen Entwicklungshilfebehörde USAID haben gezeigt, haben offengelegt, dass globalistische Kreise mit Steuergeld, mit Milliardensummen die Medien weltweit finanzieren, aushalten und damit steuern. Über 6.000 Journalisten auf der ganzen Welt wurden von der amerikanischen Entwicklungshilfebehörde USAID finanziert mit Abermillionenbeträgen. Rund 700 Medien und Medien-NGOs wurden von dieser USAID finanziert und gesponsert. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, ist ein altes Sprichwort und es zieht sich hier durch. Diese USAID ist ja nur ein Teil dieser ganzen Finanzierungsmaschinerie. Vergessen wir nicht die Medienfördersysteme in Deutschland, aber auch in Österreich. Wie funktioniert es? Ausgewählte Medien bekommen eine Presse- und Medienförderung. Darüber gibt es Schaltungen von Konzernen und von
Regierungsbehörden, also Schaltungen, Werbeschaltungen. In Österreich gab es unzählige Skandale zu den Regierungsinseraten. Hunderte Millionen werden jedes Jahr in die Medien gepumpt über den Umweg einer Konzernwerbeschaltung oder einer Regierungsbehördenschaltung. Da schalten dann die entsprechenden Regierungsämter Werbungen, Zeitungsinserate, Werbeblöcke in den Medien und über diese Werbeblöcke wird dann im Hintergrund ausgemauschelt, ja, ihr bekommt die und die Millionensummen, dafür berichtet ihr so und so gefällig. Und es ist in diesem System gar nicht mehr notwendig, dass es hier viele Absprachen zusätzlich geben müsste, denn die Journalier, sie weiß ganz genau, was sie berichten darf und was sie nicht berichten darf, um an die Tröge der Steuergelder zu kommen. Die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, sie werden mit rund 1 Milliarde Euro jedes Jahr gefördert. Das sind Summen, die sind unvorstellbar. Das sind fett gemästete Institutionen, die nicht nur unzählige Mitarbeiter und Faktenchecker und Ähnliches beherbergen können, sondern die auch eine unglaubliche Reichweitenmacht besitzen. Und man darf nicht unterschätzen, dass sich ganz viele Menschen, auch in Deutschland, noch immer über die Öffentlich-Rechtlichen, über die Tagesschau täglich informieren. Und was dort über die Bildschirme flimmert, das wissen sie, das kennen sie zur Genüge. Besonders drastisch war es auch mit den Talkshows in diesem Wahlkampf. Bei den Talkshows, sie waren allesamt besetzt mit einschlägigen Publikumsgästen mit Parteihintergrund. Das haben wir diese Woche auch in den Nachrichten auf 1 thematisiert. Sehen Sie sich diesen Ausschnitt kurz an. Bei der gestern Abend ausgestrahlten ARD-Wahlarena hat der GEZ-Sender erneut den Parteihintergrund mehrerer Teilnehmer nicht transparent gemacht. Wie der Ex-Account ÖRR-Blog enthüllte, handelte es sich beispielsweise bei einem als Landwirt vorgestellten Mann um Tobias Schied. Er präsentiert sich in sozialen Medien als Fridays for Future Aktivist und hat bereits für die Grünen als Gemeinderat kandidiert. In der Sendung äußerte er die Befürchtung, er könne wegen der Klimakrise bald den Hof seiner Eltern nicht mehr bewirtschaften. Seine politische Motivation bleibt unerwähnt. Ähnlich liegt es auch im Fall von Samuel Everding. In der Wahlarena konfrontierte er Alice Weidel mit seiner Sorge, die AfD würde ihn als Homosexuellen wohl ins KZ stecken. Unerwähnt bleibt dabei, auch Everding ist Grünen-Politiker und sitzt sogar im Ortsvorstand Hameln. Eine Erklärung für diese Ungereimtheiten findet sich möglicherweise in der Vita der Moderatoren. Neben Luis Klamroth, dem Freund von Klimaaktivistin Luisa Neubauer, wurde das Format auch von Jessie Wellmer geführt. Dass ihr Ehemann früher Pressesprecher der Grünen-Politikerin Ramona Popp war, verschweigt der gebührenfinanzierte Sender. Das Publikum, es ist handverlesen, es ist politisch besetzt. Dort sitzt kein Mensch mit AfD-Hintergrund, der dann entsprechend kritische Fragen einem Robert Habeck oder einem Friedrich Merz oder einem noch Kanzler Scholz stellen würde. Nein, dort sitzen rote und grüne Politiker oder Menschen mit parteipolitischem Hintergrund und attackieren gezielt die AfD. Das ist nicht ausgewogen, das ist nicht eines öffentlich-rechtlichen Programms würdig mit dem Auftrag zur Information, zur Objektivität. Das ist offene Propaganda und immer mehr Menschen durchschauen das auch, aber eben auch viele Menschen nicht. Wie gesagt, die Mittel, die diese Medien zur Verfügung haben, sie sind endlose Mittel. Die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien haben 10 Milliarden pro Jahr zur Verfügung, die österreichischen öffentlich-rechtlichen Medien 1 Milliarde. Das sind unvorstellbare Summen, mit denen sie alles machen können, was das Herz begehrt. Beispielsweise auch eine Klage gegen Auf 1 ins Treffen führen. Seit über 2 Jahren prozessiert die ARD gegen Auf 1, weil wir angeblich ein Logo von ihnen abgekupfert hätten. Wir bestreiten das natürlich. Es geht ja nur um einen Angriff gegen Auf 1. Um uns in unserer Sendetätigkeit zu stören, zu behindern, uns abschalten zu wollen. Dieser Prozess läuft gerade. Es liegen gerade die Akten in Spanien beim EU-Gericht. Das ist der ARD natürlich vollkommen egal. Bei 10 Milliarden für die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland wird das aus der Portokasse bezahlt. Bei uns geht das tatsächlich an die Substanz, dass wir solche Rechtskämpfe durchhalten können. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn jemand diesen Einheitsbrei der Systemmedien, diese Stalin-Orgel der Propaganda durchbricht, wenn er sich dagegen stellt, wenn er die andere Seite berichtet und zeigt, so wie das Auf 1 macht, dann wird man
in Beschuss genommen und dann stört das diese Eintracht der Propaganda, dann stört das dieses einheitlich erzeugte Bild und das wollen die Herrschaften bei ARD oder ORF überhaupt nicht haben. Ein ganz aktuelles Beispiel von heute: ARD und ORF haben in einer umfangreichen Medienkooperation eine Recherchearbeit über unseren Sender, über Auf 1 produziert und sie haben einen Bericht gemacht, der es auf die Startseite von ORF.at, also die wichtigste Nachrichtenseite Österreichs, geschafft hat. Auf der Startseite wird Auf 1 gewürdigt: Wir würden mitmischen im deutschen Wahlkampf. Die verstehen unter Mitmischen schon den Umstand, dass wir ausgewogen auch über die Opposition berichten, dass bei uns die AfD einmal zu Wort kommen kann, dass eine Alice Weidel aussprechen darf, ohne dass ich ihr mit jeder zweiten Frage ins Wort falle, dass ich sich auch alle 30 Sekunden unterbreche. Das ist schon Wahlmanipulation, so sehen es die Öffentlich-Rechtlichen von ARD und ORF. Das ist ein Sittenbild, das zeigt nur, dass unsere Berichterstattung durchaus wirkt. Ich sage es ja immer wieder, der Kaiser ist nackt. Wir müssen erkennen, die Lügen, die um uns gestrickt werden. Und es ist so wie bei diesem Märchen des Kaisers neue Kleider. Wenn einer aufsteht und die Wahrheit sagt, dann ist es mit der Lüge vorbei. Es ist nur eine Frage, wann. Wir haben im Vorfeld der Bundestagswahl vor über einer Woche haben wir in einer aufsehenerregenden Sondersendung thematisiert, dass wir Akten bekommen haben von den sächsischen Separatisten, also von den sogenannten sächsischen Separatisten. Wir haben Aktenteile, wir haben umfangreiche Dokumente bekommen, die beweisen, dass das alles eine Fake-Inszenierung war, dass es sich um keine brutalen, gefährlichen, bis an die Zähne bewaffneten Terroristen handelt, sondern dass nur über diesen Fall, über diesen konstruierten Fall die AfD schwer beschädigt werden soll im Wahlkampf. Ich will es noch nicht verschreien, aber es sieht so aus, als wäre es uns gelungen mit dieser Enthüllung, mit dieser Ankündigung, dass wir den Deep State so in Unsicherheit gewogen haben, dass wir sie so stark verunsichert haben, dass sie diesen Angriff nicht gespielt haben. Wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend, wir sind heute noch nicht am Wahlsonntag, wir werden am Samstag noch einmal eine Zwischenbilanz und Auflösung dieser Causa bringen und veröffentlichen, aber es sieht so aus, dass wenige Tage vor der Bundestagswahl sie den geplanten Putsch nicht hochgezogen haben. Das ist der Zwischenstand mit heute. Es ist also wichtig, dass es eine alternative und unabhängige Option zu den Systemmedien gibt. Und diese unabhängige Option soll mit Zensur und mit Staatsgewalt verunmöglicht werden. Das ist nämlich die zweite Seite dieser Wahlmanipulation. Noch einmal zusammengefasst, wir haben unglaubliche Propaganda auf der einen Seite und jeder, der sich dagegen ausspricht, alle Andersdenkenden, alle alternativen Medien, sie werden fertig gemacht mit Zensur. Zur Erinnerung, Auf 1 ist nach wie vor auf Facebook verbannt und gelöscht und gesperrt, auf TikTok gelöscht und verbannt und unsere Videos werden auf YouTube mit einem Shadowban, also mit einem Reichweitenbann belegt und gleichzeitig regelmäßig dort abgeschossen. Jedes Mal, wenn wir kritisch über die mRNA-Injektion beispielsweise berichten, bekommen wir einen Strike, werden dort gelöscht und unser Kanal wird für mehrere Wochen gesperrt. Das ist die Realität in den sozialen Medien. Auch das ist eine enorme Form der Wahlbeeinflussung und auch die Einschüchterung der Bürger. Wenn jedem Bürger, der sich kritisch zu den etablierten Politikern äußert, eine Hausdurchsuchung droht, dann ist das eine Form von Wahlmanipulation. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass wir es mit der am meisten beeinflussten Wahl aller Zeiten in Deutschland zu tun haben. Denn die etablierte Medienmacht ist so groß wie nie. Die alternative Medienmacht ist auch so stark wie noch nie. Gleichzeitig ist die Zensur noch nie so stark wie noch nie. Deswegen ist es ein Kräftemessen und wir werden sehen, wie sich das am Wahlsonntag auswirken wird. In den Umfragen sagen viele Menschen, wie kann es nur sein, dass die AfD nach den Anschlägen von Magdeburg, von Aschaffenburg, von München einfach nicht vom Fleck kommt. In den offiziellen Umfragen stagniert die AfD bei rund 20%. Es gelingt ihr nicht, die Aufholjagd zu Friedrich Merz und zur CDU in Zahlen abzubilden. Dabei ist das im Volk, in der Stimmung durchaus abbildbar. Es ist vollkommen klar, dass sich immer mehr Menschen offen zur AfD bekennen, aber in den Umfragewerten stagniert diese Partei.
Gleichsam zementiert Friedrich Merz und die CDU ihre Führungsrolle ein und verliert nicht, egal welche Fehler sie machen, sie bleiben bei 30% weit voran. Dass aber mit Umfragen ganz offen manipuliert wird, wäre nichts Neues und es ist ein ganz wichtiges psychologisches Instrument, denn es ist kein Geheimnis, dass der Mensch ein Herdentier ist, dass es ihm wichtig ist, dass er immer dort dabei ist, wo die Sieger sind, wo die Gewinner sind. Er möchte nicht bei den Versagern eingeordnet werden, er möchte nicht seine wichtige Wählerstimme verschenken, er möchte sie dort einsetzen, er möchte das Zünglein an der Waage sein. So ist das immer im Leben, so ist das auch bei Wahlen. Und wenn eine Umfrage permanent die AfD kleinschreibt und die CDU hochjubelt, die CDU gleichsam sagt, sie wird nicht mit der AfD eine Koalition eingehen, dann denken sich vielleicht viele Wechselwähler, und die gibt es so viele wie noch nie bei dieser Wahl, ich mache mein Kreuz nicht bei der AfD. Aber Achtung, die Befürchtungen, dass diese Umfragen von Grund auf manipuliert sein könnten, die sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt nämlich Fälle aus Österreich, die ganz genau dokumentiert sind und die zeigen, wie die Schwesterpartei der CDU, nämlich die ÖVP, derbste Wahlmanipulation betrieben hat. Und das sehen wir uns nach einer ganz kurzen Werbepause an, denn dazu schalte ich zu unseren Österreich-Innenpolitik-Redakteur, der sich diesen Fall, der wirklich äußerst interessant ist, gerade jetzt in Bezug auf die Bundestagswahl, noch einmal ganz genau angesehen hat. Ja, und zum Thema Wahlmanipulation mit manipulierten Wahlumfragen habe ich jetzt aus Wien zugeschaltet unseren Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer. Servus Philipp. Hallo Stefan, grüß Gott an alle Zuseher. Du hast ja im Vorfeld dieser Bundestagswahl noch einmal den Wahlmanipulationsskandal, genauer gesagt den Umfragemanipulationsskandal in Österreich angesehen. Da gab es ja in der jüngeren Geschichte vor einigen Jahren einen drastischen Fall von Umfragemanipulation, der auch die Gerichte in Österreich beschäftigt bis heute. Kannst du das für die Zuschauer noch einmal zusammenfassen, was man bislang weiß, wie hier mit Umfragen manipuliert wurde? Ja, da handelt es sich um das sogenannte Beinschab Österreich-Tool und das ist eng verknüpft mit dem Aufstieg von Sebastian Kurz, dem Shootingstar der österreichischen Volkspartei ab 2017. Und das Ganze hat sich so zugetragen, dass Sebastian Kurz damals noch als Außenminister eben begonnen hat, seinen Aufstieg ins Bundeskanzleramt zu planen. Das Ganze ist in Österreich als Projekt Ballhausplatz bekannt und er hatte einen engen Kreis an Mitstreitern und Beratern um sich geschart. Und sie sind dann offenbar, so zumindest die Vorwürfe, man muss ja sagen, das Ganze ist noch nicht abgeschlossen, Kurz selbst bestreitet die Vorwürfe, es gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, dass man hier sozusagen mit Umfragen auch eine bestimmte Stimmung erzeugen kann. Und das hat man dann gemacht sozusagen in Zusammenarbeit mit einer Meinungsforscherin, Sabine Beinschab, die eben im Auftrag von Sebastian Kurz und auch Thomas Schmidt, dem Generalsekretär des Finanzministeriums damals, Umfragen manipuliert, frisiert hat, die dann in der sogenannten Österreich-Mediengruppe, also der Tageszeitung Österreich, dem Fernsehstudio Ö24 der Gebrüder Fellner, veröffentlicht wurden. Das sind sozusagen die Vorwürfe. Und da ging es zunächst einmal darum, den damaligen Parteivorsitzenden Reinhold Mitterlehner innerhalb der Partei zu stürzen. Man wollte ihn in Umfragen gezielt schlecht aussehen lassen, die Situation der ÖVP sozusagen auch bewusst schlechter zeichnen, als sie vielleicht tatsächlich war. Als dieses Ziel erreicht wurde, ging es dann darum, im Nationalratswahlkampf die Konkurrenz anzupatzen, schlechter zu machen, insbesondere den SPÖ-Bundesvorsitzenden Christian Kern. Und nach der geschlagenen Wahl ging es dann eben durchaus auch darum, die Koalition mit der FPÖ sozusagen auch als Wunsch der Österreicher darzustellen, so auch der Vorwurf. Und wie funktioniert sowas? Wie kann man sich das von der Methodik vorstellen? Da ist es vielleicht wichtig zu wissen, diese Meinungsforscherin, die Sabine Beinschab, hat ein umfassendes Geständnis abgelegt gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie gesteht das ein, wird deswegen auch als Kronzeugin geführt. Genauso Thomas Schmidt, der ehemalige Generalsekretär des Finanzministeriums, der angibt, auf Auftrag von Sebastian Kurz
gehandelt zu haben. Und da geht es eben darum, dass man sozusagen zum Beispiel die Schwankungsbreite bei den Umfragen ausnutzt, um gewisse Prozente hin und her zu verschieben, dass man sich mit den Stichprobengrößen spielt, um dann gewisse Ergebnisse auch zu erhalten. Und es sind Mailverläufe sichergestellt worden, und die sind, glaube ich, recht interessant, zwischen eben dieser Meinungsforscherin, der Beinschab, und sozusagen einer ÖVP-Ministerin, die eben auch damals mal in beruflicher Verbindung gestanden haben, die Frau Kamersin. Und die Kamersin schreibt da an die Frau Beinschab: SPÖ muss bei Gelegenheit auf Platz 2. Kurz nicht steigen lassen. Und als Antwort auf einen Vorschlag wäre eine Möglichkeit, die SPÖ nach vorne zu bringen und Abstand kurz zu verringern, damit sie nervös werden, ohne ihn zu beschädigen. Also es ging keineswegs immer darum, die eigene Partei quasi einfach in den Himmel zu heben, sondern auch gezielt zu spielen, mal die eigene Partei schlechter dastehen zu lassen, einfach um die öffentliche Meinung und die Stimmung sozusagen zu manipulieren. Damit hast du beispielsweise diesen Thomas Schmidt angesprochen. Thomas Schmidt belastet ja jetzt auch Sebastian Kurz schwer, und Thomas Schmidt war ja immer der Intimus von Sebastian Kurz. Er war sein Begleiter über viele Jahre, wurde dann, wie du sagst, ja auch in ein Ministerium gehievt, um von dort zu wirken. Und dann hat man diese gesamten Wahlumfragen ja auch über Querfinanzierungen, zumindest ist so der Vorwurf, zustande gebracht. Das bedeutet, ein Ministerium schaltet mit Steuergeld Inserate bei beispielsweise der Tageszeitung Österreich, und die bringt dann diese Umfragen und berichtet groß darüber. Hier gibt es ja auch einige dokumentierte Verläufe bzw. Aussagen der Beschuldigten. Genau, der Clou ist sozusagen der, dass das Ganze eben auch mit Steuergeld bezahlt wurde und finanziert wurde. Hier spielt vor allem das Finanzministerium eine entscheidende Rolle. Es gibt eben das Modell mit den Inseraten, das du angesprochen hast. Später ist man dann dazu übergegangen, dass das Finanzministerium bei der Frau Beinschab sogenannte Studien beauftragt, wissenschaftliche Studien, Untersuchungen zu irgendeinem Thema, wo dann gezielt die Preise verrechnet wurden, damit man dann eben auch die Umfragen einberechnen kann. Also das war sozusagen ein Deal hinter der Hand. Und die Frau Beinschab erhebt eben auch schwere Vorwürfe gegen diese Ministerin, die Frau Kamersin, die bei diesen Deals sozusagen auch mitgeschnitten haben soll und irgendwie 20% oder ähnliches kassiert haben soll. Also im Hintergrund ging es dann auch ganz stark um finanzielle Interessen, denn Sebastian Kurz war der Zugriff auf die Parteikasse versagt als Außenminister. Das heißt, er musste seinen Wahlkampf, seinen Aufstieg irgendwie anders finanzieren, weil er eben keinen Zugriff auf die Parteikasse hatte. Und dann hat er einfach die Staatskasse, sprich das Geld des österreichischen Steuerzahlers, hergenommen, und hier vor allem das Finanzministerium mit Thomas Schmidt im Fokus. Du hast es angesprochen, zuerst wollte Sebastian Kurz sich innerparteilich durchsetzen, hat dadurch schlechte Umfragen für seinen Vorgänger in der ÖVP produzieren lassen, um sich die Stimmung in der eigenen Partei zu sichern. Und als er dann Parteichef war und Kanzler war, hat er die Umfragen weiter manipuliert, so der Vorwurf, zu seinen Gunsten, um Mehrheitsverhältnisse herzustellen, um die Bevölkerung quasi zu überzeugen, ihnen über das Tool der Umfragen klarzumachen: Schaut, das, was ihr empfindet, das ist richtig, denn die Umfragen sagen es, die Mehrheit der Österreicher möchte beispielsweise Sebastian Kurz. Hat sich dieses Modell die ÖVP denn selbst ausgedacht? War das erste Mal in der österreichischen Geschichte? Ja, das ist vielleicht ganz interessant, und aus den ganzen Geständnissen geht durchaus hervor, dass man sich das jetzt nicht einfach aus dem Nichts, quasi Fingerschnipsen, ausgedacht hat, und dass man da zum Beispiel auch mal zur Konkurrenz geschaut hat. Wie macht denn das zum Beispiel die SPÖ, die Sozialdemokraten? Und da gibt es auch bei der Einvernahme von der Frau Beinschab ein ganz interessantes Zitat aus den Akten. Da sagt sie nämlich: Für mich war es nichts Neues, dass es im Zusammenhang mit durchgeführten Meinungsumfragen Absprachen zwischen einem Medium und einer Partei mit der Meinungsforscherin gibt. Das war schon während meiner Tätigkeit für die Kamersin Motivforschung in den Jahren 2011 bis 2013 so. Da ging es um Studien für die Gratiszeitung Heute, wo es im Hintergrund dann Gespräche mit der Bundes-SPÖ gegeben haben soll. Und es seien sehr deutliche Wünsche der SPÖ kommuniziert worden, in welche Richtung die Ergebnisse der Umfragen zugunsten der Wünsche der SPÖ verändert werden sollten. Und bekanntlich
wurde ja auch mal ein entsprechendes Verfahren gegen den ehemaligen SPÖ-Kanzler Werner Faymann geführt. Da wurde er mittlerweile rechtskräftig freigesprochen. Aber das Ganze wirft natürlich schon ein Sittenbild erstens mal auf die österreichische Politik und gibt auch einen Einblick in die Methoden, wie sich die beiden ehemaligen Großparteien, Österreichische Volkspartei und die Sozialdemokraten, die Macht aufgeteilt haben, wie sie sozusagen in ganz, ganz enger Wechselwirkung und Symbiose mit den großen Medienhäusern stehen, sei es jetzt die Kronenzeitung, sei es die Heute-Zeitung, sei es der Boulevard oder auch andere Zeitungen. Also es gibt da durchaus auch Vorwürfe, dass sich das nicht auf Österreich beschränkt, sondern auch die Presse, möglicherweise die Krone auch involviert ist. Also da gibt es ein riesiges Machtsystem im Hintergrund, einen tiefen Staat, bestehend aus Parteien, Medien, die sich hier die Republik die letzten Jahrzehnte aufgeteilt haben und die auch alles dafür tun, um an der Macht zu bleiben. Und gegen dieses System, er hat es damals den Proporz genannt, ist er auch schon Jörg Haider angerannt. Jetzt hat Thomas Schmidt in diesen Chatprotokollen, mir ist das noch sehr präsent in Erinnerung, ja immer ausschweifend nicht nur über seinen Drogenkonsum und seine sexuellen Vorlieben gesprochen, sondern er hat auch über das Volk gesprochen und er hat beispielsweise gesagt, er möchte endlich den Diplomatenpass bekommen, dass er nicht mehr so reisen muss wie der Pöbel. Er bezeichnete die Wähler wiederholt als Pöbel, äußerte und zeigte seine Verachtung, aber das hat der ÖVP keinen Schaden gebracht, denn in den Medien, die, wie du sagst, ja auf Gedeih und Verderb mit diesen Systemparteien verbunden sind, kommt die ÖVP weiter grandios gut weg. Das sieht man ja jetzt auch mit den Regierungsverhandlungen. Wenn die ÖVP auf Druck von Brüssel die Regierungsverhandlungen mit der FPÖ sprengt, dahinter steht ja ein klares Kalkül, wir haben das ja im Vorfeld mehrfach aufgezeigt, dann werden die in den Systemmedien trotzdem weiter hofiert und gelobt. Der ÖVP hat es keinen Abbruch getan und es sieht so aus, sie hatten ja seitdem immer den Kanzler und die Regierung gestellt und es sieht so aus, dass wir ja jetzt auch wieder in Österreich eine ÖVP-geführte Regierung bekommen. Ja, nach dem kurzen Zwischenspiel einer möglichen Dreierkoalition oder jetzt den FPÖ-ÖVP-Verhandlungen, dem die beiden Dinge gescheitert ist, geht man jetzt sozusagen wieder zurück zu den Ursprüngen und macht sich zwischen ÖVP und SPÖ sozusagen die Regierung aus. Also alles läuft jetzt wieder auf dieses alte schwarz-rote Machtmuster zurück, eine große Koalition, wo im Hintergrund die Sozialpartner, sprich die Gewerkschafts- und die Wirtschaftsvertreter die Fäden ziehen, die sozusagen auch den Obmännern sagen, was jetzt zu tun ist und wo natürlich die Medien auch wieder entsprechend ihrer willfährigen Rolle gerecht werden. Also im Grunde hat sich in Österreich die letzten Jahrzehnte nicht viel geändert und das Beinschab-Tool, das ich hier jetzt vorgestellt habe, das ist sozusagen die Spitze des Eisberges, die hier mal sichtbar wurde in den letzten Jahren. Aber man kann sich sicher sein, dass es da unter der Oberfläche dieser Republik noch ganz andere Dinge gibt, die da im Verborgenen liegen. Danke, Philipp, für deine Einschätzungen. Die Verbindung der eben genannten ÖVP führt zur CDU in Deutschland. Das ist die Schwesterpartei. Die ÖVP ist die Schwesterpartei zur deutschen CDU und beide Parteien sind auf europäischer Ebene in der EVP, in der Europäischen Volkspartei, vereinigt. Und diese EVP machte in Bezug auf die Österreich-Regierungsverhandlungen Schlagzeilen, weil bekannt wurde und auch von Auf 1 aufgedeckt wurde, dass aus dieser Europäischen Volkspartei Weisungen Richtung Österreich kamen, also aus Brüssel kamen die Weisungen nach Österreich, dass es keine schwarz-blaue, blau-schwarze Regierung geben dürfe, dass ein Kanzler Herbert Kickl von der FPÖ unter allen Umständen verhindert werden müsse und da fielen immer wieder Namen wie Ursula von der Leyen, aber auch Friedrich Merz. Und Friedrich Merz äußerte sich ja mehrfach negativ und er sagte, es wäre ein No-Go, mit der rechtsextremen FPÖ eine Koalition zu machen. Ähnlich hat er es ja im deutschen Bundestagswahlkampf jetzt auch schon in Aussicht gestellt. Er hält an der Brandmauer fest, er möchte unter keinen Umständen mit der AfD eine Koalition. Er verspricht zwar im Wahlkampf eine härtere Migrationspolitik, er verspricht, die Unternehmen zu stärken, kann aber nicht argumentieren, wie er mit Parteien wie mit den Grünen oder mit der SPD diese Politik auch durchdrücken möchte, denn beispielsweise die entsprechende Migrationswende wurde ja von diesen Parteien boykottiert, blockiert im Deutschen Bundestag. Also eine Migrationswende, wie sie Friedrich Merz verspricht, das wissen die Wähler, wäre nur mit der AfD möglich. Indem Friedrich Merz zur AfD eine Brandmauer errichtet,
kann es keine Migrationswende geben. Das ist der offensichtlichste Wahlbetrug aller Zeiten. Aber Friedrich Merz, er sagt es ganz offen. Er sagt, ja, wir machen eine härtere Migrationspolitik, aber wir machen nicht mit der AfD, sondern nur mit den Grünen und mit der SPD. Es ist ein Widerspruch in sich, es ist nicht durchführbar, ihm fehlen die parlamentarischen Mehrheiten, aber er verbirgt es gar nicht, er sagt es in den Wahlsendungen ganz offen und man muss ganz ehrlich sagen, die Bürger, die darauf hereinfallen, die nehmen das ganz bewusst auch in Kauf. Es sind im Vorfeld dieser Bundestagswahlen viele Ereignisse geschehen, die natürlich für Diskussionen sorgen und auch diese spannenden Zeiten, sie bedeuten Hochkonjunktur auch für Spinner und für Provokateure. Passen Sie auf, fallen Sie nicht auf tatsächliche Fake News herein, denn beispielsweise dieser Tage ging ein Video durchs Netz von jemandem, der behauptet hatte, dass in Leipzig die AfD nicht auf dem Stimmzettel stehen würde. Das sind astreine Fake News, das ist Manipulation. Hier sind entweder, wie gesagt, Spinner am Werk, die die alternative Medienszene auch diskreditieren wollen, oder tatsächliche Provokateure mit eben diesem Zweck. Es bedeutet hier nicht abzugleiten in tatsächlich irre Theorien oder offensichtliche Lügen, sondern man muss nüchtern und seriös anschauen, was ist. Da geben aber beispielsweise auch die Briefwahlstimmen genügend Grund hinzusehen. Die Briefwahlstimmen haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Also aktuell werden ungefähr doppelt so viele Wähler mit Briefwahl wählen, nicht an der Wahlurne, nicht im Wahllokal, sondern per Brief. Hier gab es immer wieder Manipulationen, immer wieder Wahlfälschungen. Das kam bei mehreren regionalen Wahlen auf. Wahlen mussten wiederholt werden. Sie wissen das als informierter Zuschauer. In Österreich musste sogar die Bundespräsidentenwahl einmal aufgehoben werden wegen Wahlfälschungen. Und bei der EU-Wahl, bei der zurückliegenden EU-Wahl im letzten Jahr 2024 haben rund 38% der Wähler ihre Stimme über Briefwahl abgegeben. Es gibt hier kaum Transparenz und diese mangelnde Transparenz auch bei den Wahlen selbst, auch bei den Auszählungen der Wählerstimmen, nicht im Wahllokal, sondern dann im Endergebnis. Diese mangelnde Transparenz wird auch beispielsweise vom Arzt und Medienmacher Paul Brandenburg scharf kritisiert. Er zieht hier Parallelen aus seinem eigenen Erleben in der Corona-Zeit und er behauptet in der Sendung von Thomas Eglinski bei Auf 1, dass er befürchtet, dass diese Wahlen von A bis Z gefälscht werden. Also er unterstellt der Bundesregierung auch, dass diese womöglich die Wahlen grundsätzlich fälschen würde zu ihren Gunsten. Sehen Sie sich diesen Ausschnitt dazu an. Du hast gerade Wahlmanipulationen angesprochen. Du bist ja ein Fachmann dafür, weil du dich ja auch schon seit geraumer Zeit damit beschäftigst. Hast du auch im Vorfeld der Bundestagswahl jetzt Wahlmanipulation wahrgenommen? Elon Musk-Interview mit Alice Weidel wird ja als eine Wahlmanipulation hochgespielt. Aber siehst du tatsächlich aktiv jetzt im Vorfeld Wahlmanipulation, beziehungsweise rechnest du bei der Auszählung oder vielleicht auch danach mit einer solchen? Ich sehe milliardenschwere Wahlmanipulationen durch Bill Gates beispielsweise, durch George Soros. Die finanzieren Hetzorgane, die sich Journalisteninstitutionen nennen, wie den Spiegel beispielsweise. Ich sehe ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, was ja mittlerweile zugeben muss, dass es das Publikum im Hintergrund der geladenen Gäste so auswählt, dass es politisch gefällig klatscht oder nicht klatscht. Man stelle sich einmal vor, Auf 1 macht so etwas. Es wäre ja tagelang rauf und runter, würden sich ZDF-Intendanten darüber mokieren. Also natürlich, das ist eine offenkundig vorhandene Wahlmanipulation im Vorfeld durch Geld. Da kann man noch streiten, wie legitim die ist. Sicherlich nicht mit Zwangsgebühren im Öffentlich-Rechtlichen, die ist illegitim, aber Privatmenschen dürfen sowas tun. Wenn wir jetzt über die wirklich harte Form der Wahlfälschung sprechen, das, was dann abgeht in den Büros dort, wenn keiner guckt, da habe ich keine Beweise, dass das jetzt schon stattfindet. Wie könnte ich die haben? Ich würde sie auch sofort veröffentlichen, da würde ich auch nicht nicht zurückhalten, um sie exklusiv zu vermarkten. Ich würde sie bekannt machen. Aber ich sage immer wieder, ich habe bekanntermaßen als Kritiker der Corona-Maßnahmen Testzentren betrieben für Corona-Schnelltests, sehr wohl mit der Absicht, dieses Corona-verbrannte Staatsgeld zu nehmen, um sie gegen dieses Regime zu wenden. Und habe selber erlebt, ich hatte 3 Testzentralen in Berlin, an sogenannten Hotspots, die die Regierung als solche beschrieb, sagte, dort sei die Corona-Inzidenz besonders hoch.
Ich habe bei vielen, vielen zigtausend Tests wirklich an einer Hand abzählen können, welche positiv waren und dann, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende erlebt, wie aber die zentrale staatliche Zählinstanz Inzidenzen veröffentlichte, wo ich dachte, wo kommen denn die Zahlen jetzt her? Die einzig logische Erklärung, Thomas, ist, dass diese Zahlen zwischen dem Ursprungsort, wo ich die echt erhoben habe, und dem Veröffentlichungsort manipuliert wurden. Und so vermute ich Wahlmanipulation. Ich vermute sie nicht im Wahllokal, wo viele Menschen zuschauen können. Ich vermute sie an der zentralen Stelle, wo die Ergebnisse zusammengetragen werden. Denn am Ende kann ja eine einzelne Person die Listen einsammeln und sie irgendwo weiterreichen und verlesen. Und diese Person kann die Zahl nach Beliebigkeit ändern. Und das unterstelle ich, ja. Sie haben es gehört, Paul Brandenburg, er traut diesen Wahlen keine Sekunde. Das ist eine sehr harte Einschätzung von ihm. Er sagt auch, er kann es nicht beweisen oder belegen, aber es ist seine Einschätzung und ich denke, vielen Bürgern geht es mittlerweile so. Das System betrügt und belügt an allen Ecken und Enden. Das wurde nicht zuletzt mit Corona für alle sichtbar. Ein unglaublicher Betrug wurde hier über die Menschheit hereingebracht und die Menschen wurden manipuliert. Sie wurden gefügig gemacht. Auch aktuell die Terroranschläge von München oder von Villach. Sie führen nicht zu nötigen Diskussionen über einen Umgang mit der Massenmigration oder über Remigration. Nein, die Medien und die Politik, diese Kumpanei, dieses Konglomerat, es führt die Menschen mit der Angst wieder auf die vorgegebenen Bahnen, auf die Agenda des Globalismus. Es soll Richtung mehr Überwachung, mehr Bespitzelung, mehr Zensur gehen. Das wird natürlich überhaupt nichts bringen, islamistische Schläfer und Attentäter zu verhindern. Nein, es wird wieder nur gegen die kritischen Bürger, gegen Sie eingesetzt, gegen uns eingesetzt. Alternative Medien sollen kaputt gemacht werden. Ich habe es in den letzten Sendungen seit vielen, vielen Wochen, beginnend nach der EU-Wahl, nach der großen EU-Wahl 2024, immer wieder gesagt, der Plan der Globalisten liegt offen vor uns, wir müssen ihn nur lesen können. Die Wahlen werden nichts verändern, so ist deren Plan. Die Wahlen werden nichts verändern, sie werden die Opposition ausbremsen, sie werden sie nicht in die Regierung aufnehmen. Friedrich Merz hat es vorab schon gesagt. In Österreich wurde Herbert Kickl über die Sprengung der Koalitionsverhandlungen erneut ausgegrenzt. Dort hängen sich wieder die Einheitsparteien ein. Es soll diese Opposition noch einmal ausgeschlossen werden. Und ehe diese oppositionellen Kräfte bei der nächsten Wahl so stark werden, dass sie dann die Mehrheit diktieren können, bevor dies geschieht, wird alles in Bewegung gesetzt, um die Opposition kaputt zu machen. Ein Vernichtungsfeldzug sondergleichen, auch mit Hilfe von False-Flag-Operationen, wird seit vielen Monaten vorbereitet. Das ist der Plan. Gleichsam soll es eine Enteignung und Vermögensumverteilung geben, die ihresgleichen sucht. Baerbock hat es ja schon ausgeplappert. 700 Milliarden will die EU an die Ukraine übergeben. Das benötigt eine neue europäische Schuldenunion, die dann von den Steuerzahlern bezahlt wird. Die Bürger werden die Zeche bezahlen. Und wenn die Steuern raufgehen, wenn die Zinsen und die Schulden raufgehen, dann wird die Inflation steigen und das ist die Enteignung, die direkte Enteignung von allen Menschen, die sich in ihrem Leben irgendetwas aufgebaut, angespart haben, durch fleißige Arbeit, durch Sparsamkeit, ein kleines, bescheidenes Vermögen aufgebaut haben. Das soll vernichtet und abgesaugt werden, umverteilt werden zu den globalistischen Playern, die sich überall schon eingenistet haben. Mit BlackRock Merz haben die Globalisten ihren besten, willigsten Mann dort installiert. Er ist das Pendant zu dem Rothschild-Tanzbären Macron in Frankreich. Die hängen an den Strippen der wahren Globalisten. Dort müssen wir hinsehen. Und wenn die Wahl tatsächlich so ausgehen sollte, dass es trotz der ganzen Wahlmanipulation, die ich heute aufgezeigt habe, trotz der möglichen Beeinflussung über Briefwahlstimmungen, über Auszählungen, dann auch noch die Wahlergebnisse vielleicht noch da und dort korrigiert werden, wenn trotzdem, wie es etwa in Thüringen geschehen ist, ein Erdrutschsieg für die AfD entstehen würde, dann gibt es noch immer die Option, die Wahl einfach aufzuheben. Hören Sie dazu noch einmal Thierry Breton im Originalton. Et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Thierry Breton, der ehemalige EU-Kommissar,
Der Multimillionär, der seine Kohle und sein Vermögen ins Ausland verbracht hat, um ja nicht im Inland, im europäischen, versteuern zu müssen. Dieser Mann stellt sich hin und plaudert einfach aus, ja, wir haben in Rumänien eingegriffen, wir würden das auch in Deutschland tun. Das ist die Warnung, die wir nie vergessen dürfen. Die Globalisten, sie haben kein Interesse daran, sie haben kein Interesse am Souverän. Das hat der US-Vizepräsident Vance in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz klar herausgearbeitet. Der Souverän muss in einer Demokratie respektiert werden. Das haben die EU-Bonzen und Globalisten nicht im Sinn. Sie wollen noch einmal am Souverän vorbei agieren, um eben dann den Sack zuzumachen über eine neue Schuldenunion, über Great Reset brutal. Es soll weitergehen, es wird weitergehen, nur weil in den USA es eine Änderung gegeben hat, dass dort der Wokismus eine Absage erteilt wurde, dass LGBTQ und Klimawahnsinn dort nicht mehr die Rolle spielen wie in den letzten Jahren, bedeutet das längst nicht, dass das auch in Europa so wäre. In Europa soll diese Propaganda und diese Transformation mit Hochdruck weiter betrieben werden. Aber diese Wahl ist die größte Stimmungsabfrage, die es in den letzten Jahren gegeben hat, und es wäre ein eindeutiges Signal, wenn die AfD weit über den Umfragewerten liegen würde, denn dann kommt noch einmal Bewegung in die Sache. Das verspreche ich Ihnen. Es bleibt kein Stein auf dem anderen nach dieser Bundestagswahl. Die Globalisten werden alles tun, um sich erneut einzuhängen. Aber es wird spannend. Es ist wert, genauer hinzusehen. Wir werden in dieser Woche, wie gesagt, noch eine Sondersendung zum Fall der sächsischen Separatisten und der geplanten Medienkampagne machen, um diese Causa aufzulösen. Und Sie sehen uns am Wahlsonntag live aus Berlin ab 17 Uhr mit unserer eigenen Sondersendung von Auf 1 zum großen Wahlabend. Seien Sie gespannt, wir haben uns einiges einfallen lassen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie informiert und lassen Sie sich nicht Gehirn waschen über die einseitige Propaganda und lassen Sie sich nicht von Zensur abschrecken. Folgen Sie also den Medien, die Sie für gut finden, auf den Kanälen, die zensursicher sind. In diesem Sinne, bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal bei Auf 1 und lassen Sie sich nicht